liebe Melinda, du hast mich gebeten, ein paar Behind-the-Scenes-Aufnahmen, Entwicklung, Aftermovie, Pachamama Festival 2024 zu zeigen, wo ich hiermit sehr gerne nachkomme. Vielen Dank. Und ja, es ist eigentlich kein Aftermovie daraus geworden, wo ich eigentlich beauftragt worden bin, sondern eher ein Doku. Ich bin ganz fleissig dran im Moment, oder am Post-Processing, am Editing. Und das ganze Video ist, wie wir mittlerweile intern wissen, bereits schon 50 Minuten lang und dürfte noch 10 bis 15 Minuten länger werden. Also es wird über eine Stunde sein, was natürlich über den Rahmen von einem Aftermovie massiv darüber hinausgeht. Ein Aftermovie ist 4 bis 6 Minuten lang und ist mir klar, dass das kein herkömmliches Aftermovie ist, sondern eher eine Dokumentation. Aus meiner Sicht ist das Ganze eigentlich ein Meisterwerk auch geworden, weil das Ganze im Flow entstanden ist. Die letzten Interviews haben wir am Sonntag gemacht. Wir hatten also auch nicht die Möglichkeit gehabt, bezogen auf das Gesprochene im Interview irgendwie ein Material zu catchen, weil einfach die Zeit, das Festival ist schon fertig war am Sonntag. Wir hatten also keine Zeit gehabt, auf den gesprochenen Interviewtext einzugehen während dem Festival und dementsprechend die Passagen zu filmen. Und wenn ich das anschaue, muss ich sagen, es geht letzten Endes perfekt auf. Und das finde ich irgendwie faszinierend, dass alles so aus dem Flow entstanden ist und dass es einen roten Faden durch die ganze Geschichte durchgeht. Die 4 Protagonisten reden abwechslungsweise, aber kommen auch irgendwo immer zu einem ähnlichen Punkt wieder, von einer Gemeinsamkeit wieder zurück. Ja. Ich finde es mega wichtig, die ganze Botschaft, und es geht weit über das Festival eigentlich hinaus von der Botschaft. Es bewirkt ja nicht primär das Festival, zumindest mit dem ersten Teil, vom Doku-Teil, wo ja doch 50 Minuten geht. Es ist eher eine allgemeingültige Aussage, es ist eher ein Zeitdokument, es geht eigentlich auf die Problematik in der heutigen Gesellschaft darauf ein. Es zeigt auch Potenzial oder Wege, wohin dass es sich gehen könnte. Es bringt ein Bewusstsein vermutlich dort hin, wo ich für mich einfach das Gefühl habe, dass es das braucht, nämlich die Rückverbindung, und das wird auch mehrmals gewesen im Video, in den Aussagen, die Rückverbindung zu sich selbst, zu den Mitmenschen und zu der Natur, ja, und fokussiert schon auch die Problematik vom Elementaren, Wesentlichen mit einem Ausblick auf Hoffnung. Ja. Ja, ich möchte und wünsche mir, dass das millionenfach rausgeht, das Video. Ja. Is every little thing gonna be alright? 'Cause every little thing gonna be alright. This is my message to you. Vielleicht magst du diese Message. Und dass es vielleicht jetzt nicht ein Aftermovie, sondern eher ein Doku entstanden ist, liegt vermutlich auch in der Vorgeschichte. Im Vorfeld hatte ich schon die Intention, Interviews zu machen, habe dann Estas Tone gefragt und andere und gerade ein grünes Licht erhalten. Bin auf den Platz gekommen, habe es mit Olivia, der damals der Kommunikationsverantwortlichen, habe sie gebeten, einen Fragenkatalog vorzubereiten. Es ist aber mit einer besseren Idee gekommen, eigentlich mit der Idee, als komm, wir reden doch einfach über die 4 Elemente: Wasser, Luft, Feuer und Erde. Und zwar nicht einfach oberflächlich, sondern Deep Dive, Deep Talk, ja. Und bin nachher fasziniert von dem, was jetzt im Flow entstanden, und aus dem Grund nenne ich das Ganze auch, es ist ein Meisterwerk geworden, weil es im Flow entstanden ist. Wir haben zum Teil am Sonntag
haben wir die letzten Interviews gehalten und gar nicht und haben auch nicht gewusst, haben wir denn all das Material wirklich auch zusammen zum A, einen roten Faden über alles, einen roten Faden zu bilden, und können wir das auch visuell adäquat unterstützen, das Gesprochene. Ja, weil wir bereits zu dem Zeitpunkt eigentlich alles im Kasten hatten, ja. Ja, ich bin mega glücklich mit dem Endresultat und ich muss schon sagen, das ist so ein Herzensprojekt. Ich habe jetzt auch viel Zeit investiert an das. Ich habe angefangen im Januar, aber als ich dann die Interviews angehört habe und was eigentlich die Message dahinter ist und dann die Vision von dieser Story, habe ich habe wie nicht anders können. Ich musste das so umsetzen. Ihr mögt euch erinnern, ihr hättet, glaube ich, gerne eine kürzere Version gehabt, zumindest zu Beginn. Ich bin nicht sicher, ob ihr heute seht das vielleicht auch anders. Das ist einfach eine Message, die raus muss. Raus muss, weil sie nicht aufs Festival alleinig bezogen, auch, ja, aber es ist doch eine allgemeingültige Aussage. Und es zeigt allgemein globale Problematik, elementare Sachen hin und auch einen Hinblick auf what's next oder in welche Richtung könnte es gehen, was es braucht oder Hoffnungen gibt, ja. Ja, das ist so ein bisschen ein Herzensprojekt von mir gewesen. Darum habe ich da, seit ich das angefangen habe, mal alles andere zurückgestellt, um die Ressourcen bereitzustellen, um die Doku auch adäquat umzusetzen. Ja. Es ist noch nicht ganz fertig. Wir sind beim Cut bei Minute 50 angelangt. Das kommen vielleicht noch 10-15 Minuten hinzu. Eigentlich hätte ich es ganz gerne noch in diesem Monat fertig gemacht. Das wird jetzt auch nichts daraus. Aber ich hoffe, dass es dann im März released wird. Und dann wünsche ich mir wirklich, dass das millionenfach um die Welt geht, weil es eben alle angeht. Es ist etwas, das alle angeht. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim ganzen OK. Es ist für mich eine Ehre, das überhaupt zu machen und quasi als Sprachrohr das rauszutragen, zu catchen und rauszutragen. Es obliegt mir, und da bin ich mir durchaus bewusst, eine sehr grosse Verantwortung gegenüber dem Festival, aber auch Verantwortung gegenüber den Gästen und eigentlich eine globale Verantwortung, weil es auch eine globale Message ist. Auch an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle Gäste und Anwesenden und Helfer auf dem Platz, dass mir so viel Vertrauen entgegengebracht wird seit Jahren. Und man hat ja die Gäste sogar noch geboten, bitte nehmt ein kleines Handy zurück, man möchte, dass ihr auch das geniessen könnt und nicht, dass wir immer das Gefühl haben, ich muss noch eine Erinnerung machen und dann eigentlich mehr hinter dem Handy ist als effektiv präsent in dieser Energie gerade auf dem Platz ist, ja. Und danke fürs Vertrauen, dass wir mit dem das als Auftrag haben dürfen, auch im Sinn für die Gäste mit zu entwickeln. Ja. Mega schön. Auch, dass wir so einen tiefen Einblick kriegen in das Ganze. Und es ist mir schon bewusst, wir sind irgendwo ein Störfaktor auf dem Platz. Man läuft mit der Kamera umeinander und man fühlt sich dann beobachtet. Zum Teil doch recht persönliche, emotionelle Momente, ja, intime Momente eigentlich. Und wir sind dort so hautnah dabei, weil es auch unser Anspruch irgendwo ist, das möglichst authentisch zu machen. Wir wollen, und das ist auch ein bisschen der Grund, dass wir ein schmales Medienteam gebildet haben. Ich möchte auch an dieser Stelle vielen herzlichen Dank an Tao. Er hat hauptsächlich gefilmt. An Leila, seine Partnerin, die ihn unterstützt hat in den Interviews. An Sibyl, die mich unterstützt hat im Fotoalbum, weil ich ein bisschen in beiden Welten unterwegs war. Also vielen Dank an euch.
Ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen, alles allein zu machen. Und vielen Dank an Marcel und an Geri. Sie haben mich noch zusätzlich mit Drohnenmaterial beliefert. Genau, vielen Dank auch an euch. Ja, mega schön. Und ich wünsche mir jetzt echt, dass das bald fertig wird. Ich mag es euch fast nicht vorenthalten. Und ich bin mega gespannt auf euer Feedback und Reaktion. Ich habe das Gefühl, es ist geil geworden. Ja. Ich liebe es und wir sind ja auch während dem Event kommen wir oftmals nicht in so tief in unsere Prozesse hinein, weil wir halt auch im Auftrag, wir haben eine Mission unterwegs sind. Und wir haben auch versucht, das in einem kleinen Team zu machen, damit wir auch auf dem Platz keine Paparazzi-Show haben. Wir wollen das nicht, wir wollen uns auch wissen, zurückzunehmen und wissen, wenn wir etwas machen. Und wir arbeiten in dem Sinn gerne in einem kleinen Team, aber mit Profis zusammen, und da bin ich mega dankbar an das Team, das mir zur Verfügung gestanden ist. Ja. Ja, ich bin im Moment unglaublich dankbar, dass ich mal den Doku-Teil mehr oder weniger abgeschlossen habe und mich jetzt vielleicht eher im festlichen Festival darf widmen, Musik, Tanz, Bands, ist auch schön, ist dann vielleicht eher ein bisschen bezogen zum Festival, ja. Ich bin mega gespannt, was das mit euch macht, die Message. Und ich hoffe wirklich, dass das ganz weit neue Ufer erreicht, dass es in die Welt rausrippelt und grosse Verbreitung findet. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und für mich ist es auch schön, der ganze kreative Schaffensprozess zu erfahren. Es ist auch, oftmals habe ich jetzt gemerkt, bin ich auch total in Tränen aufgelöst vor dem Videomaterial gewesen. Übrigens ja, es sind 1,5 Terabyte Daten, über 2300 Files, insgesamt 45 Stunden Material, das ich zum Sichten hatte und das ich verarbeiten durfte. Und das hat mich oftmals auch emotionell mitgenommen. Ich bin oftmals tränenberührt vor dem Rechner gestanden. Es hat mich auch ein bisschen wieder zurückgeholt, zum Teil an gewissen Momenten, wo ich dann vielleicht auch ein bisschen meine Emotionen halt ein bisschen zum Wohl von meiner Arbeit zurückstecken. Ja. Es ist für mich aber sehr schön und nahrhaft, dass ich im Nachhinein so vertraut bin mit so vielen wundervollen Aufnahmen. Und das darf eigentlich zusammen basteln, im Flow entstehen. Ich mag mich erinnern, zu Beginn ist völlig unklar gewesen, in welche Richtung das es wird gehen. Habe ich genug Material zusammen, wird es funktionieren. Aber im Endeffekt muss ich sagen, ist es mehr als aufgegangen. Ja. Genau. Mega schön. Vielen, vielen herzlichen Dank allen, die mitgetragen haben und das Ganze auch ermöglicht, nach Hause zu tragen. Mega schön. Danke euch vielmals.